Hi, ich bin's wieder, Frank, der Niederrhein-Camper. Neben mir sitzt wieder die Claudia. So, und wir machen uns heute mal nicht nur auf einen Wochenendtrip, nein, wir machen einen Roadtrip, um es genau zu sagen. Wir haben jetzt 4 Wochen Urlaub und das bedeutet, wir fahren zum Nordkap. Ja, wir haben Freitagabend 20 vor 8. Wir fahren einfach mal los, sehen zu, dass wir bis hinter Hamburg kommen. Und dann werden wir am Sonntagmorgen um 5:15 Uhr die Fähre Puttgarden-Rödby nehmen. Und dann heißt es Kilometer büffeln. Dann sehen wir zu, dass wir möglichst schnell zum Nordkap kommen. Das grobe Ziel ist so ein bisschen dann vom Nordkap wieder südwärts an der Küste entlang. Senja, Westeralen, Lofoten. Und dann mal gucken, wie viel Zeit noch bleibt. Dann nehmen wir vielleicht die eine oder andere Landschaftsroute noch mit, bevor es dann wieder endgültig nach Hause geht. So, und das wird jetzt wahrscheinlich alles wieder langweilig, weil jetzt wieder nur Autobahn ist. Ich würde sagen, wir melden uns dann mal wieder, wenn wir unseren Stellplatz irgendwo hinter Hamburg erreicht haben. Einen wunderschönen guten Morgen aus Bad Oldesloe. Wir sind hier gestern Abend gegen, wann war das? Sind wir angekommen? Viertel 1, halb 2. Ein riesengroßer Parkplatz, heißt riesengroß, ein recht großer Parkplatz direkt hier an einer Sportanlage. Der war heute Nacht so gut wie leer. Die PKW, die hier gestanden haben, ja, die hatten, glaube ich, alle irgendwie den Auspuff kaputt und dann mussten die jedem beweisen, dass der Auspuff kaputt ist. Es wurde ordentlich Musik gehört. Naja, irgendwann mal so gegen kurz vor 3 war dann Schluss mit der Musik und dann flog hier ein Hubschrauber drüber. Naja, entsprechend sind wir heute Morgen um 10 Uhr aus dem Bett gekommen, haben um 11 Uhr gefrühstückt. Wir haben jetzt schon wieder 20 vor 1. Naja, wir fahren jetzt durch nach Fehmarn. Wahrscheinlich direkt auf den Parkplatz hier, direkt an der Fähre. Da müssen wir morgen um 5:15 Uhr einchecken. Das heißt, bis 5 Uhr müssen wir eingecheckt haben. Bis nachher. Ja, wir machen ein nächstes Etappenziel. Voraus kann man schon die Fehmarn-Sundbrücke sehen. Die wird noch ein wenig instand gesetzt. So, hier darf man leider jetzt nur noch wieder 30 fahren, deswegen zieht sich das alles so ein bisschen. Und Huppel gibt's auch. Ei, ei, ei. So, wir stehen am Parkplatz, direkt am Duty-Free-Shop in Puttgarden. Ja, anscheinend ist der Parkautomat kaputt, die Schranken stehen auf, parken anscheinend umsonst. Man muss auch mal Glück haben. So, es hat endlich mal aufgehört, ein bisschen zu regnen. Gleich wird es wieder kräftig regnen. Wir nutzen mal die Lücke und gucken mal, ob wir noch irgendwie Strand oder Sand oder Wasser oder irgendwie sowas zu sehen kriegen. Aber Wasser von unten, nicht von oben. Ne? Ja. So. Gucken wir mal.
Ja, wir fahren auf die Fähre nach Rödby. Morgens um 5 nach 5. Oh. Mitten in der Nacht. Scheint so, als wären wir quasi pünktlich. Um 5:15 Uhr soll es dann losgehen. So, da fährt der letzte Laster. Dann fahren wir mal hinterher. So, wir stehen. Took a blow, turned a cheek. Those lessons cut me deep. I've never been the same. Painted bright or monotone. Deep splashes of black. In pain the contrast grows. Make a masterpiece of mess. Even unknown. Truth, black and white, took years to untie the bondage of those lies. They're confused, call me lost. I've never been more free. I've never seen so clear. There is life outside the lies. We're diverse and divided. So, jetzt fahren wir durch den Öresund-Tunnel. Also die letzte Möglichkeit abzubrechen haben wir gerade verpasst. Da stand gerade Last Exit Denmark. Jetzt müssen wir nach Schweden. Also da ist schon weit bis dahin. Bis gleich auf der Brücke. Willkommen in Schweden. Jetzt fahren wir gerade durch die Pylonen. Wir sind schon hoch. Und nach unten geht das auch noch eine ganze Ecke. Auf der schwedischen Seite der Öresundbrücke befindet sich die Mautstation. Dank unseres Transponders brauchen wir nicht bar bezahlen und können quasi direkt durchfahren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die doch recht hohen Brückengebühren ein wenig zu drücken. Falls euch das interessiert, schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Jetzt geht das hier durch die Karpaten. Autobahn ist gesperrt. Jetzt geht's hier durchs Inland. Mal gucken, ob wir da heute noch ankommen, wo wir eigentlich hinwollen. Aber es rollt. Gerade sind wir auf den Inlandswägen abgebogen.
auf die, was ist das, E45. Jetzt erstmal Richtung Karlstad. Schön mitten durch Schweden. Immer schön dieser Europastraße lang bis nach Alta in Norwegen. So. Kaffee haben wir auf. Wer spült? Hat von euch einer Lust? Ja, ich sehe schon wieder, komm. Ich muss wieder alles selber machen. Wo sind wir? Wir sind in Lilla Edet. Was immer das jetzt auch so heißt. Das ist einfach nur eine Tankstelle gewesen. Getankt haben wir noch nicht. Wir fahren wieder zurück auf den Inlandswegen. Wir haben noch etwa 160 Kilometer. Es schifft. Als hätten wir die letzten Tage nicht irgendwie schon mal Regen gehabt. Bis jetzt war es die ganze Zeit trocken. Und was haben wir jetzt? Wieder Regen. Naja, gut. Wir sehen zu, dass wir unser Ziel erreichen. Das ist kurz vor Karlstad. Ich werde mich melden. Wir waren noch schnell hier in einem Einkaufscenter hier in Mellerud. Nur wegen der Burger. War halt ein kleines Abenteuer, ne? Weil man kann sich ja nur auf die Bilder verlassen. Egal, die waren gut, die waren lecker. Wir sind gesättigt. Und jetzt geht's auf die letzten 84 Kilometer bis zu unserem heutigen Ziel. Keine Sau mehr unterwegs ist. Guten Morgen. Ja, wir stehen hier in der Nähe von, wie heißt es hier? Nysäter. Mit Y geschrieben. Keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Das ist in der Nähe von Karlstad. Da sind noch 20 Kilometer bis da. Also am Fennernsee in der Ecke. Haben hier auf einem Parkplatz geschlafen. Hier hinter euch, da ist ein Wikingermuseum. Soll schön sein. Heute ist Montag und heute ist Ruhetag. Ja, Pech gehabt. Können das nicht immer so planen jetzt. Wir wollen Kilometer abreißen und da müssen wir halt mal das eine oder andere auch mal liegen lassen. Wetter, gestern war es zwischendurch richtig schön. Und dann fing es ganz kräftig an zu regnen. Heute ist so, naja, grau in grau, hat gerade schon leicht angefangen zu regnen. So richtig Regen war es nicht, so ein leichtes Gefissel. Aber heute Morgen erstmal schön wieder geduscht. Claudia steht noch unter der Dusche, der Kaffee läuft. Wir machen uns gleich wieder auf den Weg. Ach ja, und gestern haben wir unseren ersten Elch gesehen. Ein Elch, kein Rentier. Leider haben wir es nicht auf Video. Müsst ihr uns mal glauben, es war ein Elch. So, und jetzt wird erstmal gefrühstückt. Die Nacht war ja ruhig. Also geht's zurück auf die E45, dem sogenannten Inlandswegen, Richtung Norden. Die Straßen sind super. Man kann hier zügig geradeaus fahren. Es geht zwar manchmal mit ein bisschen Steigung rauf und runter, aber im Grunde genommen geht es fast nur geradeaus. An Seen vorbei, durch leichte Hügellandschaften. Echt sehenswert. Und auch recht abwechslungsreich. Es geht hier rauf und runter, Schwung holen.
Und hoch den Berg. Wie gerade hier die Straße geht. Aber dafür rauf und runter. Ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen verstehen, trotz dem Wind hier. Solche Spots wie diesen hier, da sind wir heute den ganzen Tag schon dran vorbeigefahren. Nur leider konnten wir da nirgendwo anhalten, weil es einfach keinen Parkplatz gab, weil der Zugang über Privatgelände ging und so weiter. Und wenn wir jetzt an jedem Spot angehalten hätten, ne, der schön gewesen wäre, wo es sich gelohnt hätte anzuhalten, brauchen wir 4 Wochen bis zum Nordkap. So ungefähr. Ja. Weiter geht's. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hier von einem super Stellplatz in der Nähe von Strömsund. Wir sind gestern ein bisschen spät angekommen. Da war so ein bisschen Sonnenuntergang. Es war schon gut am Dämmern. Deswegen melde ich mich jetzt erst. Wir haben hier super geschlafen. Wir waren ganz alleine. Hier drüben, da steht noch ein anderer Camper. Der ist aber, naja, sag ich mal, noch ein Stellplatz daneben. Das reicht ja genau für einen. Hier könnten rein theoretisch 4 Wohnmobile stehen. Da muss man sich aber echt mögen. Also das ist dann schon echt Kuschelcamping. Hier gibt es Feuerstellen. Wer angeln möchte, kann das hier auch ganz gut. Das ist hier direkt der Einlauf zum Wehr. Das Wehr hat man heute als einzige Geräuschkulisse wahrgenommen. Ansonsten ist hier echt nichts. Da vorne soll noch ein Zug lang gehen. Der soll nachts so einmal hier durchfahren. Ich habe nichts gehört. Entweder war da kein Zug oder ich habe einfach gut gepennt. Ja, wir fahren jetzt gleich weiter. Eigentlich wollen wir heute noch bis Jokkmokk. Bis kurz vor Jokkmokk, also bis zum Polarkreis. Ganz ehrlich, wenn wir nicht zum Nordkap fahren wollten, ne, sondern so eine Schwedentour machen würden, ich glaube, wir würden hier 2, 3 Tage bleiben. Boah, hier kann man es aushalten. You weigh me down. You don't care, no one measures up to you. One day soon you'll taste that medicine of yours, and karma will hit you hard. Oh, it's about to blow up in your face. Hey, la, la, yeah. Excuses cause
So, wir sind noch mal kurz nach Arvidsjaur reingefahren. Man hat uns da einen Tipp gegeben für einen speziellen Laden. Erst noch mal ein bisschen tanken. Hier den teuersten Sprit in der EU. Für 2,06 Euro der Diesel-Liter. Und dann sind wir zu einem Laden, da kriegt man ein vakuumiertes und tiefgefrorenes Rentierfleisch für die nächste Grillparty. Wir sehen uns am Polarkreis. Wir stehen gute 7 Kilometer vor Jokkmokk. Jetzt fragt ihr euch, Jokkmokk, was gibt es denn da zu sehen? Dafür müssen wir uns mal eben kurz ein bisschen drehen. Ja. Wir stehen am Polarkreis. So, ab jetzt gleich, heute Abend gibt es dann die Polarkreistaufe, weil ich muss ja noch ein bisschen fahren, ne? Und hier gilt 0,0%. Promille. Prozent. Jo. Promille. Ne? So, kurz Mittag und dann weiter. Ja, das war dann das Polarkreis-Center, ne? Wir sind jetzt offiziell im Norden. Dementsprechend ist auch das Wetter. Es fisselt, es schifft. Wir haben gerade 15 Grad. Naja. Aber jetzt geht es erstmal Richtung finnischer Grenze. Don't care, no one measures. Fast hätten wir die finnische Grenze verpasst. Naja, zumindest videotechnisch. Your taste of medicine, your Nachdem wir so circa 130 Kilometer durch Finnland gefahren sind, kamen wir auch schon an der norwegischen Grenze an. Auch hier war von Zollbeamten oder so weit und breit nichts zu sehen, obwohl Norwegen nicht zur EU gehört. Aber immerhin zum Schengen-Raum. go back to being nothing. Nach weiteren paar Kilometern haben wir dann unseren Stellplatz für die Nacht erreicht in der Nähe von Kautokeino. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Es ist kalt. Wir sind etwas südlich von, oder knappe 6 Kilometer weg von Kautokeino in Norwegen. Wir sind gestern durchgefahren, habt ihr ja gesehen. Wir waren am Polarkreis und sind von da aus durchgefahren über Finnland hier nach Kautokeino und sind hier gestern Abend gegen 8:30, 9 Uhr angekommen. Auf Park4Night stand dieser Platz drin. Ja, gut besucht und ja, wird viel von den Einheimischen hier benutzt. Ist ein Riesenplatz. Wir stehen hier ganz alleine. Gestern hat es den ganzen Tag so richtig durchgefisselt. Es war ein Regen, ja halt Dauernieselregen. Deswegen auch nicht viele Bilder gemacht und es war einfach auch dann dunkel. Jo, heute geht's auf den Endspurt zu. Wir fahren jetzt durch zum Nordkap. Da wollen wir dann heute Nachmittag ankommen und dann geht der Urlaub eigentlich erst richtig los. Und dann, denke ich mal, gibt es auch ein bisschen mehr Content, ein bisschen schöneren Content, weil hier nur Landstraße filmen mit vielen Bäumen und Sträuchern ist nicht wirklich erquickend, ne? So, wir machen uns jetzt so langsam fertig und dann geht's gleich los.
ich würde mal sagen, toll hier. Jetzt haben wir die Ecke erreicht, wo wir hin wollten. Jetzt haben wir die Landschaft, die wir wollten. Wir sind hier im Fjell, im Hochland. Da oben ist die Baumgrenze. Da sind kaum noch Bäume, Ja, man sieht hier gar keine Tannen mehr, die wir in Schweden gesehen haben. nur noch Birken. Ja. Die Sonne scheint, aber wir haben so knappe 12, 13 Grad, also warm ist anders. Ne? Ist angenehm. Angenehm. Ist nur Es geht- windig dabei. Eine steife Brise geht hier, nicht? Jo. Jo. So, hier musst du tierisch aufpassen. Die rennen hier hier stehen am Straßenrand die Rentiere. Ja. Und da hast du teilweise, guck mal, da stand ein Rentier. Stell dir vor, das wäre über den Weg gesprungen. Dann hätten wir einen super Kühlergrill, eine super Kühlerfigur gehabt. Naja, Zum Glück sind hier die Leitplanken, wo sie vor stehen bleiben und nicht weiterlaufen. ja. So, weiter. Alter wartet und dann ab zum Nordkap. Das war gerade der Skarsvåg-Tunnel. Der ist nur 3 Kilometer. Er ist noch relativ neu. Bis vor kurzem hätte man dann noch einen guten Umweg fahren müssen um die Insel herum. Jetzt geht's mitten durch. So den einen oder anderen Tunnel machen wir zwischendurch noch. Ich habe gedacht, dass wir Aber- den Tunnel durchfahren. Das ist hier schon gewaltig mit dem Gebirge, ne? Ja. All again.